Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Über 2 Jahrtausende lang wanderten die größten Geister der Antike, von Platon bis Marc Aurel, zu einem unscheinbaren Ort namens Eleusis. Sie betraten ihn als Sterbliche, geplagt von der Angst vor dem Ende, und verließen ihn, so berichten es die Quellen, mit einer tiefen Gelassenheit gegenüber dem Tod. Was geschah hinter den Toren des Telesterions, jenes heiligen Gebäudes, dessen Geheimnis so streng gehütet wurde, dass sein Verrat mit dem Tode bestraft wurde? Begleiten Sie mich auf einer Reise in das Herz des bestgehüteten Geheimnisses der westlichen Welt. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und schließen Sie die Augen. Wir begeben uns auf eine Reise in eine Zeit, in der die Götter noch auf Erden wandelten und die Grenzen zwischen unserer Welt und der ihren durchlässig waren. Unsere Geschichte beginnt nicht mit Stein und Mörtel, nicht mit archäologischen Funden, sondern mit einem Gedicht, einem Flüstern aus dem Nebel der Zeit, dem homerischen Hymnus an Demeter. Er erzählt von einer Welt, die in goldenes Licht getaucht ist, von einer Wiese, so üppig und voller Leben, dass sie das Herz zum Singen bringt. Hier inmitten von Rosen, Krokussen und duftenden Hyazinthen spielt ein junges Mädchen, eine Göttin namens Persephone, auch Kore genannt, die Verkörperung des Frühlings. Sie ist die geliebte Tochter der Demeter, der großen Muttergöttin der Ernte, des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Während Persephone mit ihren Gefährtinnen, den Okeaniden, tanzt und lacht, erblickt sie eine Blume von außergewöhnlicher Schönheit. Eine Narzisse, von Gaia selbst erschaffen, um das Mädchen in eine Falle zu locken. Als sie ihre Hand ausstreckt, um die wundersame Blüte zu pflücken, geschieht das Unfassbare. Die Erde bebt und reißt auf. Ein tiefer, dunkler Spalt tut sich auf, und aus der Finsternis steigt Hades, der Herrscher der Unterwelt, auf seinem goldenen Wagen, gezogen von unsterblichen, schwarzen Rössern. Er packt die schreiende Persephone und zerrt sie hinab in sein Reich aus Schatten und Schweigen. Ihr verzweifelter Ruf hallt über die Wiesen, doch nur 2 hören ihn deutlich: die Göttin Hekate in ihrer Höhle und der Sonnengott Helios an seinem Himmelszelt. Und natürlich ihre Mutter. Demeters Herz wird von einem Schmerz durchbohrt, schärfer als jedes Schwert. Sie wirft einen dunklen Schleier über ihre Schultern und beginnt eine rastlose, verzweifelte Suche. 9 Tage und 9 Nächte irrt sie über die Erde, ohne zu essen, zu trinken oder sich zu waschen. Eine Fackel in jeder Hand. Sie fragt jeden Gott und jeden Sterblichen. Doch niemand wagt es, ihr die Wahrheit zu sagen. Dieser Mythos von Verlust, Trauer und der Suche nach dem verlorenen Licht ist der Urgrund, der Same, aus dem die Mysterien von Eleusis erwachsen werden. Er ist der Schmerz, der eine neue Hoffnung gebären wird. Demeters Suche führt sie schließlich an die Küste Attikas, zu einem Ort, der auf den ersten Blick unbedeutend erscheint. Eleusis. Eine kleine, von Landwirtschaft geprägte Stadt, die an einer geschützten Bucht liegt, etwa 20 Kilometer westlich des aufstrebenden Athen. Damals war es nur ein bescheidener Hügel, umgeben von fruchtbaren Ebenen, die sich ideal für den Anbau von Gerste eigneten, Demeters heiligem Getreide. Doch dieser Ort sollte zum spirituellen Herzen der antiken Welt werden. Die Göttin, verhüllt in ihrer Trauer
und verkleidet als sterbliche Greisin namens Doso, setzt sich an einen Brunnen, den Jungfrauenbrunnen, im Schatten eines Olivenbaums. Ihr Schmerz ist so groß, dass er eine greifbare Aura des Leids um sie herum erzeugt. Hier finden sie die Töchter des Königs von Eleusis, Keleos. Voller Mitleid mit der alten Frau führen sie diese zum Palast ihrer Mutter, der Königin Metaneira. Dort nimmt die Göttin schweigend Platz, den Schleier tief ins Gesicht gezogen, bis die Dienerin Iambe sie mit scherzhaften, derben Späßen zum ersten Lächeln seit dem Verlust ihrer Tochter bringt. Aus Dankbarkeit für die Gastfreundschaft übernimmt Demeter die Pflege des neugeborenen Prinzen, Demophon. Doch sie nährt ihn nicht mit Milch, sondern mit Ambrosia, dem Nektar der Götter. Nachts, im Geheimen, hält sie das Kind ins Feuer des Herdes, um seine sterblichen Anteile zu verbrennen und ihn unsterblich zu machen. Eines Nachts wird sie von der entsetzten Metaneira beobachtet, die einen Schrei ausstößt und damit das Ritual unwiderruflich unterbricht. Erzürnt über das Misstrauen der Sterblichen offenbart Demeter ihre wahre göttliche Gestalt. Ihr Zorn ist furchtbar, doch sie befiehlt dem Volk von Eleusis, ihr zu ehren, einen großen Tempel und einen Altar zu errichten. Hier, an diesem unscheinbaren Ort, würde sie die Menschen ihre Riten lehren. Eleusis, die kleine Stadt am Meer, wurde durch die Anwesenheit einer trauernden Göttin für immer verwandelt. Der Grundstein für das größte Heiligtum der Antike war gelegt, geweiht nicht durch Freude, sondern durch einen unermesslichen göttlichen Schmerz. Bevor wir den heiligen Weg beschreiten, müssen wir innehalten und die Struktur dieses einzigartigen Kultes verstehen. Die Mysterien von Eleusis waren keine lose Ansammlung von Gläubigen, sondern eine hochorganisierte Institution mit festen Rollen und einer tief verwurzelten Priesterhierarchie, die über Jahrhunderte hinweg von Generation zu Generation weitergegeben wurde. An der Spitze stand der Hierophant, was wörtlich der die heiligen Dinge zeigt, bedeutet. Seine Rolle war die wichtigste und geheimnisvollste. Er war der Einzige, der während des Höhepunkts der Initiation im Telesterion, der großen Halle, sprach und die heiligen Objekte, die Hira, enthüllte. Seine Stimme musste tief und klangvoll sein, fähig, die Eingeweihten in einen Zustand der Ehrfurcht zu versetzen. Diese Position wurde ausschließlich aus der Familie der Eumolpiden besetzt, die ihre Abstammung auf den mythischen ersten Priester Eumolpos zurückführten. Ihm zur Seite stand der Daduschos, der Fackelträger. Er stammte aus der Familie der Kerykes. Seine Aufgabe war nicht nur das Tragen der zeremoniellen Fackeln, die Licht und Reinigung symbolisierten, sondern auch die Leitung bestimmter Rituale. Eine weitere Schlüsselfigur war der Hierokerix, der heilige Herold, ebenfalls ein Keryke, der die öffentlichen Proklamationen machte und für Ordnung sorgte. Nicht zu vergessen ist die Priesterin der Demeter, die höchste weibliche Autorität im Kult, die im Heiligtum lebte und die ewige Flamme hütete. Doch das Faszinierendste an den Mysterien war ihre relative Offenheit. Jeder, der Griechisch sprach und kein Blut an seinen Händen hatte, also keinen Mord begangen hatte, konnte eingeweiht werden. Das schloss Männer, Frauen, Freie und bemerkenswerterweise sogar Sklaven ein. Dieser egalitäre Zug war in der antiken Welt außergewöhnlich. Die Anwärter, Mystai genannt, durchliefen verschiedene Stufen. Zuerst die kleinen Mysterien im Frühling in Agrai bei Athen, eine Art Vorbereitung und Reinigung. Erst danach konnten sie an den großen Mysterien im Herbst in Eleusis teilnehmen, um zur höchsten Stufe, dem Epoptes,
dem Sehenden, aufzusteigen. Diese sorgfältig choreografierte Struktur stellte sicher, dass das Geheimnis gewahrt blieb und die Erfahrung für jeden einzelnen Teilnehmer eine tiefgreifende, persönliche Transformation darstellte. Die großen Mysterien begannen nicht in Eleusis, sondern im Herzen Athens. Am 14. Tag des Monats Boedromion wurden die heiligen Objekte, die Hiera, in einem Korb verschlossen aus Eleusis geholt und im Eleusinion, einem kleinen Heiligtum am Fuße der Akropolis, aufbewahrt. Dies war der offizielle Auftakt. Einige Tage später, nach Reinigungsritualen und Opferungen, versammelten sich Tausende von Anwärtern, die Mystai, am Rande der Stadt. Der Höhepunkt der öffentlichen Feierlichkeiten war die große Prozession am 19. Boedromion. Stellen Sie sich das vor. Eine riesige Menschenmenge, gekleidet in einfache Gewänder, jeder mit einem Bündel Myrtenzweige in der Hand, die Bakoi. Angeführt vom Hierophanten und den Priestern, setzte sich der Zug in Bewegung, um die etwa 22 Kilometer lange Strecke entlang der Heiligen Straße, der Hierahodos, nach Eleusis zurückzulegen. Dies war keine stille, andächtige Wanderung. Es war ein lautes, ekstatisches und zutiefst gemeinschaftliches Erlebnis. Die Luft war erfüllt vom Staub der Tausenden von Füßen, dem Duft von verbranntem Weihrauch und den rhythmischen Gesängen des Iaksche o Iaksche, Rufes, der Iaktios, eine mit Dionysos assoziierte Gottheit der Prozession, anrief. Der Weg selbst war gesäumt von Heiligtümern und Gräbern und markierte eine symbolische Reise. Er führte vom Zentrum der Zivilisation, Athen, hinaus in die ländliche mythische Landschaft, die Demeter einst durchwandert hatte. Ein besonders wichtiger Halt war die Brücke über den Fluss Kephisos. Hier fand ein seltsames Ritual statt, der Gephyrismos. Vermummte Gestalten standen an der Brücke und überschütteten die vorbeiziehenden Pilger, insbesondere die prominentesten Bürger Athens, mit Spott und vulgären Beleidigungen. Dies war kein Akt der Respektlosigkeit, sondern ein rituelles Gedenken an die Dienerin Iambe, die die trauernde Demeter mit ihren derben Witzen zum Lachen gebracht hatte. Es diente dazu, das Ego zu brechen, die soziale Ordnung kurz aufzuheben und die Pilger in Demut auf die bevorstehenden heiligen Riten vorzubereiten. Als die Sonne unterging und die Fackeln entzündet wurden, erreichte die Prozession endlich die Tore von Eleusis. Die physische Reise war beendet, doch die spirituelle hatte gerade erst begonnen. Bevor ein Mensch die heiligen Hallen von Eleusis betreten durfte, bevor er überhaupt an der großen Prozession teilnehmen konnte, musste seine Seele vorbereitet werden. Diese Vorbereitung fand nicht im Herbst statt, zur Zeit der großen Mysterien, sondern im Frühling, im Monat Anthesterion. Man nannte sie die kleinen Mysterien, und ihr Schauplatz war Agrai, ein beschaulicher Ort am Ufer des Flusses Ilissos vor den Toren Athens. Sie standen im Zeichen von Persephonis Rückkehr aus der Unterwelt, ein Fest des wiedererwachenden Lebens. Hier begann die Reise des Mysten, des Eingeweihten, mit einem Akt der rituellen Reinigung. Die Teilnahme war eine zwingende Voraussetzung für die spätere Initiation in Eleusis. Die kleinen Mysterien galten als eine Art Vorschule des Geistes. Ihr mythologischer Ursprung wird oft mit dem Helden Herakles in Verbindung gebracht. Als dieser nach Eleusis kam, um sich einweihen zu lassen, war er durch seine Taten rituell unrein. Um ihm dennoch die Teilnahme zu ermöglichen, so die Legende, schufen die Priester kurzerhand diese vorbereitenden Riten. Ob historisch akkurat oder nicht, die Geschichte unterstreicht den Zweck: die Läuterung. Die Initianten, die hier als Mystai bezeichnet wurden, fasteten, brachten Opfer dar und unterzogen sich Waschungen im kühlen Wasser des Ilissos. Priester leiteten sie an,
rezitierten heilige Texte und enthüllten erste vorbereitende Lehren. Es ging darum, den Schmutz des Alltags, die Last der profanen Welt abzuwaschen und den Geist empfänglich zu machen für das, was kommen sollte. Man lernte die grundlegenden Mythen von Demeter und Persephone in einer Tiefe kennen, die über die öffentlichen Erzählungen hinausging. Es war eine sanfte Einführung in die Symbolsprache, die in Eleusis ihre volle Wucht entfalten würde. Die kleinen Mysterien waren der erste, unverzichtbare Schritt, um das Bewusstsein von der äußeren Welt nach innen zu kehren. Sie waren das leise Vorspiel zu der gewaltigen Symphonie der Erleuchtung, die in der großen Mysteriennacht ihren Höhepunkt erreichen sollte. Ohne diese grundlegende Reinigung und Einstimmung wäre die Seele nicht in der Lage gewesen, das Unaussprechliche zu empfangen. Nach dem langen, staubigen Marsch auf der heiligen Straße, nach Tagen der Vorbereitung, des Fastens und der rituellen Handlungen, erreichten die Pilger endlich Eleusis. Die Sonne war bereits untergegangen und die Welt war in die tiefen Schatten der Nacht getaucht. Doch Eleusis selbst war ein Meer aus Licht. Tausende von Fackeln tanzten in der Dunkelheit und warfen zitternde goldene Reflexe auf die Gesichter der erschöpften, aber erwartungsvollen Initianten. Der Lärm der Prozession, die Gesänge und Rufe verstummten allmählich und wichen einer ehrfürchtigen Stille, je näher man dem Herzen des Heiligtums kam. Und dort, am Ende des Weges, erhob sich das Ziel ihrer Reise in der flackernden Nacht: das Telesterion. Es war kein Tempel im klassischen Sinne, kein elegantes Gebäude mit schlanken Säulen, das den Göttern am Himmel huldigte. Das Telesterion war anders. Es war ein massiver, fast fensterloser, nach innen gekehrter Bau. Von außen wirkte es wie eine Festung des Geheimen, uneinnehmbar und gewaltig. Seine schiere Größe war überwältigend, konzipiert, um Tausende von Menschen gleichzeitig aufzunehmen. Es war keine Wohnstatt für eine Götterstatue, sondern ein Raum für menschliche Erfahrung, eine architektonische Hülle für ein tiefgreifendes, inneres Ereignis. Als die Initianten vor den riesigen Bronzetoren standen, mischte sich in ihre Aufregung eine spürbare Furcht. Dies war die Schwelle. Hinter diesen Mauern lag das, was seit Generationen nur im Flüsterton angedeutet wurde. Die Priester, die Hierophanten, in ihren zeremoniellen Gewändern, bewegten sich mit einer gravitätischen Ruhe, ihre Gesichter von den Fackeln gezeichnete Masken der Autorität. Die Luft war schwer vom Duft von Weihrauch, verbranntem Salbei und dem Schweiß tausender Körper. Jeder wusste, wenn sich diese Tore öffnen und sie hineinschreiten, würden sie die profane Welt endgültig hinter sich lassen. Die Ankunft am Telesterion war nicht nur das Ende einer physischen Reise, sondern der Beginn einer psychischen und spirituellen Odyssee in die tiefsten Kammern des Seins. Bevor die eigentliche Initiation im Inneren des Telesterions beginnen konnte, stand ein letzter, entscheidender Akt der Vorbereitung an. Die Initianten hatten bereits gefastet und sich gereinigt, doch nun intensivierte sich diese Praxis. Sie ahmten damit Demeters verzweifelte Suche nach ihrer Tochter Persephone nach, während der die Göttin aus Trauer jegliche Nahrung und jeden Trank verweigerte, mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme war es, die im Zentrum des Rituals stand. Nach dem Fasten wurde den durstigen und erschöpften Mysten ein spezielles Getränk gereicht, der Kykeon. Seine Grundrezeptur ist uns überliefert, aus dem homerischen Hymnus an Demeter. Es war ein einfacher Trank aus Gerste, Wasser und Poleiminze. Auf den ersten Blick eine unscheinbare Mischung, kaum mehr als ein dünner Brei,
um den Körper nach dem Verzicht zu stärken. Doch um den Kykeon ranken sich die wohl faszinierendsten und umstrittensten Theorien der Mysterienforschung. War dieses Getränk mehr als nur symbolische Nahrung? War es der Schlüssel, der die Tore der Wahrnehmung öffnete? Einige Gelehrte, allen voran der Ethnomykologe R. Gordon Wasson, der Chemiker Albert Hofmann und der Altphilologe Karl Ruck, postulierten eine kühne These. Der Kykeon enthielt eine psychoaktive Substanz. Ihre Theorie konzentriert sich auf den Mutterkornpilz, Claviceps purpurea, einen Pilz, der auf Gerste wächst und Lysergsäure-Alkaloide enthält, die Basis für LSD. Ein gezielt hergestellter Sud aus befallener Gerste, so argumentieren sie, hätte eine tiefgreifende, visionäre Erfahrung auslösen können. Diese Hypothese ist verlockend, denn sie würde die Intensität und die lebensverändernde Natur der Visionen erklären, von denen antike Autoren andeutungsweise berichten. Kritiker wenden ein, dass die Zubereitung eines solchen Trankes ohne toxische Nebenwirkungen extrem schwierig sei. Andere Theorien schlagen alternative, psychoaktive Pflanzen vor. Was auch immer die Wahrheit war, ob der Kykeon ein sakramentales Placebo, ein mildes Stimulans oder ein potentes Entheogen war, für die Initianten war er der heilige Trank, der Demeters Segen trug. Er markierte den endgültigen Übergang vom Profanen zum Sakralen und bereitete ihren Geist auf die Dunkelheit und das Licht vor, die sie im Telesterion erwarteten. Nachdem sie den Kykeon getrunken hatten, wurden die Initianten in das Innere des Telesterions geführt. Die gewaltigen Tore schlossen sich hinter ihnen mit einem dröhnenden Hall, der die Verbindung zur Außenwelt endgültig kappte. Was folgte, war nicht sofortige Erleuchtung, sondern ihr genaues Gegenteil: absolute Desorientierung. Die erste Phase der Initiation war ein absichtsvoll herbeigeführter Abstieg in die Dunkelheit, eine rituelle Nachstellung von Persephonis Entführung in die Unterwelt, eine Katabasis der Seele. Das Telesterion war im Inneren kein prachtvoller Saal, sondern eine riesige Hypostylehalle, deren Decke von einer Vielzahl von Säulen getragen wurde. In der anfänglichen, fast undurchdringlichen Finsternis wurde dieser Raum zu einem Labyrinth. Die Mysten, bereits durch Fasten und die mögliche Wirkung des Kykeon in einem veränderten Bewusstseinszustand, mussten sich in diesem Dunkel zurechtfinden. Sie stolperten, drängten sich aneinander, verloren jegliches Gefühl für Raum und Zeit. Ihre Sinne, die in der normalen Welt so verlässliche Anker sind, wurden gezielt getäuscht. Aus der Dunkelheit drangen verstörende Geräusche. Unheimliches Flüstern, plötzliche Schreie, das Rasseln von Ketten, das Grollen von fernem Donner, erzeugt durch verborgene priesterliche Mechaniken. Plötzliche blendende Lichtblitze durchzuckten die Finsternis für Sekundenbruchteile und enthüllten albtraumhafte Szenen oder erschreckende Masken, nur um die Mysten dann wieder in noch tiefere Schwärze zu stürzen. Diese Phase, die als Maiesis bekannt ist, war eine psychologische Zerreißprobe. Sie sollte den Initianten von seinem Ego, seiner alltäglichen Identität und seinen rationalen Sicherheiten lösen. Er sollte die Furcht vor dem Tod, die Verwirrung und die Verzweiflung, die Demeter gefühlt haben muss, am eigenen Leibe erfahren. Es war eine Konfrontation mit dem Chaos, das dem Kosmos vorausgeht. Eine Reise durch die symbolische Unterwelt des eigenen Geistes. Erst wenn der Initiant diesen Tiefpunkt der Angst und der Verlorenheit durchschritten hatte, war er bereit für das, was als nächstes kommen sollte. Die Dunkelheit war kein Selbstzweck. Sie war die notwendige Leinwand, auf der das heilige Licht der Offenbarung bald
erstrahlen würde. Nachdem die Mysten den Kykeon getrunken haben, dessen Wirkung sich nun in ihren Adern ausbreitet, sitzen sie in der absoluten, erwartungsvollen Dunkelheit des Telesterions. Die Luft ist schwer, nicht nur von der schieren Masse an Körpern, sondern von einer fast greifbaren spirituellen Energie. Die Stunden des Fastens, der rituellen Reinigung und des langen Marsches haben sie auf diesen einzigen, kulminierenden Moment vorbereitet. Plötzlich zerreißt ein blendendes Licht die Finsternis. Es ist ein Feuer, das aus dem Anaktoron, dem Allerheiligsten im Zentrum des Saales, hervorbricht. Es ist so intensiv, dass es die Sinne überwältigt, die Dunkelheit nicht nur vertreibt, sondern sie auslöscht. In diesem überirdischen Schein erscheint die Gestalt des Hierophanten. Seine Roben scheinen selbst zu leuchten, sein Gesicht ist eine Maske der göttlichen Autorität. Er bewegt sich langsam mit einer einstudierten rituellen Anmut, die ihn mehr wie eine Manifestation denn wie einen Menschen wirken lässt. Er hebt seine Hände, und in ihnen hält er das, was gezeigt wird, die Deichnomena. Es ist nichts Kompliziertes, kein goldenes Idol oder juwelenbesetztes Artefakt. Es ist eine einzelne, frisch geerntete Kornähre. Er hält sie schweigend in die Höhe, dreht sie langsam im Licht des Feuers, sodass jeder der Tausenden von Eingeweihten sie sehen kann. In diesem Moment der Stille und des blendenden Lichts wird die einfache Ähre zu einem Symbol von unendlicher Tiefe. Sie ist Persephone, die aus der Erde, dem Reich der Toten, zurückkehrt. Sie ist die Nahrung, die das Leben erhält. Sie ist der Same, der sterben muss, um wiedergeboren zu werden und hundertfache Frucht zu bringen. Für den Mysten ist dies keine intellektuelle Übung mehr. Es ist eine direkte, unvermittelte Vision, eine Epiphanie. Die Kornähre ist der Beweis für den ewigen Kreislauf, das unzerstörbare Versprechen, das auf die Dunkelheit des Todes das Licht einer neuen Existenz folgt. Es ist die gesamte Theologie der Demeter, konzentriert in einem einzigen, perfekten, stillen Bild. Die Vision der leuchtenden Kornähre hängt noch in der Luft, eingebrannt in die Netzhaut eines jeden Mysten. Die Stille, die diesen Moment begleitet hat, war absolut, eine Leere, die nun darauf wartet, gefüllt zu werden. Und dann, als das große Feuer vielleicht ein wenig zurückweicht und die Schatten wieder an Kontur gewinnen, erklingt die Stimme des Hierophanten. Es ist das, was gesagt wird. Die Legomena. Wir stellen uns oft vor, dass geheime Lehren lange, komplizierte philosophische Abhandlungen sein müssen. Doch in Eleusis war es wahrscheinlich das genaue Gegenteil. Die überlieferten Fragmente und Andeutungen deuten nicht auf einen langen Vortrag hin, sondern auf kurze, kraftvolle und zutiefst rätselhafte Formeln. Es waren keine Erklärungen, sondern Verkündigungen. Die Stimme des Hierophanten, tief und resonant, hallt durch den riesigen Raum und spricht Worte, die seit Generationen nur hier, an diesem Ort geäußert wurden. Vielleicht eine einfache Deklaration, die den Kern des Mysteriums zusammenfasst, wie die berühmte, wenn auch unsichere Formel: Die heilige Brimo hat den heiligen Primus geboren. Die Mächtige hat den Mächtigen geboren. Eine Aussage, die gleichzeitig alles und nichts erklärt. Bezieht sie sich auf Demeter, die ihren göttlichen Sohn Iakschos zur Welt bringt? Oder auf eine urzeitliche Erdgöttin, die das Leben selbst gebiert? Die wahre Bedeutung lag nicht in der wörtlichen Übersetzung, sondern in der Erfahrung des Moments. Die Worte waren der Schlüssel, der die Tür aufschloss, die die Vision der Kornähre geöffnet hatte. Sie bestätigten, was die Seele bereits zu fühlen begonnen hatte.
dass der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt eine göttliche Wahrheit ist. Andere überlieferte Phrasen wie Hai Kai, rege Empfange, könnten ebenfalls Teil der Legomena gewesen sein, eine Anrufung der himmlischen und irdischen Kräfte, ein ritueller Dialog zwischen Gott und Mensch. Diese Worte, gesprochen im Zustand höchster emotionaler und spiritueller Empfänglichkeit, waren keine bloßen Informationen. Sie waren ein Sakrament, eine akustische Manifestation des Göttlichen, die das Gesehene besiegelte und den Weg für das bereitete, was als nächstes getan werden musste. Nach der stillen Vision und dem gesprochenen Wort folgt nun die Handlung, die Dromena, das, was getan wurde. Die Mysterien waren kein passives Schauspiel. Sie waren eine immersive, partizipative Erfahrung. Das Telesterion verwandelte sich nun in eine kosmische Bühne, auf der das zentrale Drama der griechischen Mythologie nicht nur nachgespielt, sondern von den Eingeweihten miterlebt wurde. Wir müssen uns dies als eine Art heiliges Theater vorstellen, das alle Sinne anspricht. Durch den geschickten Einsatz von Licht und Schatten, erzeugt durch Fackeln und verborgene Feuer, wurden Szenen von atemberaubender Wirkung geschaffen. Der Boden des Telesterions konnte vielleicht sogar Teile der Unterwelt darstellen, während die oberen Ränge die Welt der Lebenden symbolisierten. Die Mysten wurden zu Zeugen und vielleicht sogar zu Mitwirkenden der Geschichte von Demeter und Persephone. Sie spürten die schreckliche Leere und den Schmerz, als Hades aus der Dunkelheit hervorbricht und die junge Göttin in sein Reich entführt. Sie erlebten Demeters verzweifelte, ziellose Suche nach ihrer verlorenen Tochter. Eine Suche, die die ganze Welt in einen unfruchtbaren Winter stürzte. Priester und Priesterinnen in den Rollen der Götter bewegten sich durch den Raum, ihre Stimmen, vielleicht als Klagegesang, vielleicht als zorniger Ausruf, erfüllten die Halle. Die Mysten fühlten die göttliche Trauer als ihre eigene, die Angst vor dem endgültigen Verlust, die Hoffnungslosigkeit eines Lebens ohne Wiederkehr. Doch dann kam der Wendepunkt. Die Wiedervereinigung von Mutter und Tochter. Ein Moment von unbeschreiblicher Freude und Erleichterung. Das Licht kehrte zurück, vielleicht begleitet von jubelnder Musik und dem Duft von Weihrauch. Die Dromena waren eine emotionale Katharsis. Indem sie das Leid und die Freude der Göttinnen durchlebten, reinigten die Mysten ihre eigenen Ängste vor Trennung und Tod. Sie verstanden auf einer tiefen, zellulären Ebene, dass auf jede Abwesenheit eine Rückkehr folgt, auf jeden Winter ein Frühling. Sie hatten den Mythos nicht nur gehört oder gesehen, sie waren für eine heilige Nacht ein Teil davon geworden. Deiknymena, Legomena, Dromena, das Gezeigte, das Gesagte, das Getane. All diese Elemente verschmelzen nun zu einem einzigen, transzendenten Erlebnis, der Epoptie. Dies ist der Höhepunkt, das letzte und höchste Stadium der Einweihung. Der Myste wird zum Epopten, wörtlich der gesehen hat. Doch was genau hat er gesehen? Es war mehr als die Summe der rituellen Teile. Es war eine plötzliche, überwältigende Erkenntnis, eine innere Vision, die das Verständnis des eigenen Platzes im Kosmos für immer veränderte. Die Epoptie war die direkte, persönliche Erfahrung der Unsterblichkeit der Seele. Die Angst vor dem Tod, diese grundlegendste aller menschlichen Ängste, wurde nicht einfach unterdrückt, sondern transzendiert. Der Tod verlor seinen Schrecken, denn er wurde nicht mehr als ein Ende gesehen, sondern als ein notwendiger Übergang, ein Tor zu einer anderen Form der Existenz, genau wie der Same in der dunklen Erde sterben muss,
um als Ähre im Licht wiedergeboren zu werden. Antike Autoren, die selbst Eingeweihte waren, sprechen von diesem Zustand mit einer Ehrfurcht, die die Jahrtausende überdauert hat. Pindar schrieb: Gesegnet ist, wer dies gesehen hat, bevor er unter die hohle Erde geht. Er kennt das Ende des Lebens und er kennt seinen von den Göttern gegebenen Anfang. Sophokles wiederholte dieses Gefühl. Dreifach glücklich sind jene Sterblichen, die in den Hades hinabsteigen, nachdem sie diese Riten geschaut haben. Denn nur für sie gibt es dort Leben. Für die anderen ist alles übel. Dies war keine Garantie für ein luxuriöses Leben nach dem Tod im Sinne materieller Belohnungen. Es war die Zusicherung, dass die Seele fortbestehen und einen besseren, friedlicheren Zustand erreichen würde. Die Epoptie war ein Zustand der Klarheit, des Friedens und einer tiefen, unerschütterlichen Freude. Die Mysten verließen das Telesterion im Morgengrauen als veränderte Menschen. Sie hatten in die Augen der Göttinnen geblickt und darin das Versprechen ihrer eigenen Ewigkeit gesehen. Dieses Wissen, dieses unaussprechliche Geheimnis, trugen sie für den Rest ihres Lebens in sich. Ein inneres Licht, das selbst die dunkelsten Schatten des sterblichen Daseins erhellen konnte. Es ist vielleicht das größte Paradoxon der Mysterien von Eleusis. Eine Erfahrung, die so tiefgreifend war, dass sie das Leben von Hunderttausenden von Menschen über fast 2 Jahrtausende veränderte. Und doch wissen wir fast nichts Konkretes über ihren Höhepunkt. Das Geheimnis wurde bewahrt. Aber wie? Wie konnte eine so große Zahl von Menschen über so viele Generationen hinweg ein solches Schweigen wahren? Die Antwort ist vielschichtig und wurzelt tief in der antiken Psyche. An erster Stelle stand die Androhung der Todesstrafe. Das athenische Gesetz war unmissverständlich. Wer die Geheimnisse von Eleusis preisgab, beging Asebie, Gottlosigkeit, ein Verbrechen, das mit dem Tod oder dem Exil und der Konfiszierung des gesamten Besitzes bestraft wurde. Dies war keine leere Drohung. Der berühmte Alkibiades wurde im 5. Jahrhundert vor Christus angeklagt, die Riten in seinem Haus parodiert zu haben. Ein Skandal, der seine politische Karriere beinahe beendet hätte. Die Angst vor irdischer Strafe war also ein mächtiges Abschreckungsmittel. Doch die Furcht allein erklärt nicht die Tiefe dieser Verschwiegenheit. Viel wichtiger war die religiöse Ehrfurcht. Für die Eingeweihten, die Mysten, war das Erlebte heilig. Es war ein direktes Geschenk der Göttinnen Demeter und Persephone. Dieses Geschenk zu verraten, wäre nicht nur ein Verstoß gegen menschliches Gesetz, sondern ein Sakrileg, eine persönliche Beleidigung der Gottheiten selbst. Man fürchtete den göttlichen Zorn, der einen nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits verfolgen würde. Die Hoffnung auf ein seliges Leben nach dem Tod, die Eleusis versprach, war untrennbar mit der Einhaltung des Schweigegelübdes verbunden. Und schließlich gibt es eine psychologische Dimension, die wir nicht unterschätzen dürfen. Viele Forscher glauben, dass die zentrale Vision, die Epopteia, von einer Natur war, die sich der Sprache entzog. Es war ein Patein, ein Erleiden oder Erfahren, kein Matein, ein Lernen. Wie beschreibt man eine direkte, transzendente Erfahrung? Jedes Wort würde sie banalisieren, sie ihrer Kraft berauben. Das Schweigen war also nicht nur ein Gebot, sondern auch eine Notwendigkeit. Es schützte die Integrität einer Erfahrung, die nur persönlich gemacht und nicht durch bloße Erzählung weitergegeben werden konnte. Das geteilte Geheimnis schuf zudem eine unzerbrechliche Gemeinschaft unter den Eingeweihten, ein Band, das über soziale Schichten, Geschlechter und Herkunft hinausreichte. Da die antiken Quellen schweigen,
betritt die moderne Wissenschaft die Bühne und versucht, das Puzzle von Eleusis zusammenzusetzen. Die Theorien über die wahre Natur der Mysterien sind so faszinierend wie umstritten. Die vielleicht bekannteste und provokanteste Hypothese ist die pharmakologische. Sie wurde prominent von dem Bankier und Hobbymykologen R. Gordon Wasson, dem Chemiker Albert Hofmann, dem Entdecker des LSD und dem klassischen Philologen Karl Ruck vertreten. Ihre Theorie besagt, dass der Kykeon, der heilige Trank, den die Eingeweihten zu sich nahmen, eine psychoaktive Substanz enthielt. Der wahrscheinlichste Kandidat sei das Mutterkorn, ein Pilz, der auf Gerste, dem Hauptbestandteil des Kykeons, wächst. Dieser Pilz enthält Ergothalkaloide, die chemisch eng mit LSD verwandt sind und starke Visionen hervorrufen können. Ein Priestertum, das über Generationen hinweg Wissen über die Zubereitung einer solchen Substanz weitergab, hätte eine kontrollierte und tiefgreifende visionäre Erfahrung ermöglichen können. Diese Ergot-Theorie ist verlockend, da sie die Intensität der beschriebenen Visionen erklären würde. Kritiker wenden jedoch ein, dass die Zubereitung eines sicheren, psychoaktiven Tranks aus Mutterkorn extrem schwierig und riskant sei und es keine direkten archäologischen oder textlichen Beweise dafür gibt. Eine andere Denkschule favorisiert eine theatralische Erklärung. Nach dieser Ansicht war das Telesterion eine Meisterleistung des Ritualtheaters. Die Priester nutzten ausgeklügelte Techniken, plötzliche Lichtwechsel durch Fackeln, überwältigende Klänge, vielleicht den Einsatz von Spiegeln oder Rauch und dramatische Inszenierungen durch Schauspieler, um eine intensive psychologische Wirkung zu erzielen. Die Vision war demnach keine Halluzination, sondern eine kunstvoll herbeigeführte kathartische Performance, die den Mythos von Demeter und Persephone für die Mysten erlebbar machte. Eine dritte Perspektive konzentriert sich auf die Psychologie. Sie argumentiert, dass die Kombination aus tagelangem Fasten, dem langen, anstrengenden Fußmarsch von Athen nach Eleusis, der rituellen Reinigung im Meer und der enormen Erwartungshaltung die Eingeweihten in einen Zustand erhöhter Empfänglichkeit und emotionaler Verletzlichkeit versetzte. In diesem Zustand konnte allein die Enthüllung heiliger Objekte und das Aussprechen heiliger Worte eine tiefgreifende, lebensverändernde Wirkung haben, ohne dass Drogen oder aufwendiges Theater nötig gewesen wären. Wahrscheinlich, so vermuten heute viele Historiker, liegt die Wahrheit nicht in einer dieser Theorien allein, sondern in einer kunstvollen Synthese aus allen dreien. Eine psychologisch vorbereitete Gemeinde, die in einem meisterhaft inszenierten rituellen Drama einen sorgfältig zubereiteten Trank zu sich nahm, um eine heilige Vision zu erfahren. Die Mysterien von Eleusis waren keine isolierte Volksreligion. Sie standen im Zentrum des intellektuellen Lebens der griechischen Welt und beeinflussten einige ihrer größten Denker. Besonders deutlich wird dies im Werk Platons. Obwohl er das Geheimnis niemals direkt verrät, sind seine philosophischen Schriften durchdrungen von Bildern und Konzepten, die stark an die eleusinische Erfahrung erinnern. Sein berühmtes Höhlengleichnis etwa beschreibt die Reise der Seele aus der Dunkelheit der Unwissenheit und der materiellen Welt hin zum blendenden Licht der wahren Erkenntnis. Diese Reise von der Dunkelheit ins Licht, von der Gefangenschaft zur Befreiung, spiegelt exakt die Struktur der eleusinischen Initiation wider, die im dunklen Telesterion begann und in einer überwältigenden Lichtvision, der Epopteia, gipfelte. Für Platon war die Philosophie selbst eine Art Initiation,
eine Vorbereitung der Seele auf den Tod und das, was danach kommt. Die eleusinische Verheißung eines glückseligen Lebens nach dem Tod bot ein metaphysisches Fundament, auf dem Platon seine eigenen Lehren von der Unsterblichkeit der Seele und der Welt, der Ideen, aufbauen konnte. Sein Schüler Aristoteles lieferte uns einen der wichtigsten, wenn auch subtilsten Hinweise auf die Natur der Mysterien. In einem fragmentarisch erhaltenen Text bemerkte er, dass die Eingeweihten in Eleusis nicht primär etwas lernen, sondern etwas erfahren oder erleiden und in einen bestimmten Zustand versetzt werden. Diese Unterscheidung ist fundamental. Sie bestätigt, dass es in Eleusis nicht um die Vermittlung dogmatischer Lehren oder geheimer Informationen ging. Es ging um eine Transformation des Bewusstseins, eine direkte emotionale und spirituelle Erfahrung, die den Intellekt umging und direkt auf die Seele zielte. Diese Betonung des Erlebens über das intellektuelle Verstehen macht Eleusis zu einem Vorläufer vieler mystischer Traditionen weltweit. Auch spätere Philosophen, insbesondere die Neuplatoniker, sahen in den Mysterien die Verkörperung der höchsten philosophischen Wahrheiten. Sie interpretierten die Reise der Persephone als Allegorie für den Abstieg der Seele in die Materie und ihre anschließende Rückkehr zum Göttlichen. Eleusis war somit mehr als nur ein Kult. Es war ein philosophisches Paradigma, ein gelebtes Symbol für die tiefsten Fragen der menschlichen Existenz, die Natur der Realität, das Wesen der Seele und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die Anziehungskraft der eleusinischen Mysterien war so immens, dass sie die einflussreichsten Persönlichkeiten der antiken Welt anzog. Die Liste der bekannten Eingeweihten liest sich wie ein Who is Who der griechisch-römischen Geschichte und Kultur. Dies allein zeugt von dem tiefen Respekt und der Bedeutung, die dem Heiligtum in Eleusis beigemessen wurden. Schon in der griechischen Klassik zählten große Dichter und Denker zu den Mysten. Sophokles, der Meister der Tragödie, pries die Eingeweihten als die einzig wahrhaft Lebenden. Pindar, der berühmte Lyriker, schrieb: Gesegnet ist, wer dies gesehen hat, bevor er unter die Erde geht. Er kennt des Lebens Ende und er kennt seinen von Zeus gegebenen Anfang. Als Griechenland unter römische Herrschaft geriet, schwand die Faszination für Eleusis keineswegs. Im Gegenteil. Die römische Elite, die die griechische Kultur bewunderte, pilgerte in Scharen nach Eleusis, um an den Riten teilzunehmen. Der große Redner und Staatsmann Cicero war tief beeindruckt. Er schrieb: Athen habe der Menschheit nichts Besseres gegeben als die eleusinischen Mysterien, denn durch sie hätten die Menschen gelernt, nicht nur mit Freude zu leben, sondern auch mit besserer Hoffnung zu sterben. Auch die römischen Kaiser, die Herrscher der bekannten Welt, suchten in Eleusis nach spiritueller Erleuchtung. Augustus, der erste römische Kaiser, wurde eingeweiht. Der philhellenische Kaiser Hadrian, ein großer Verehrer aller griechischen Dinge, ließ nicht nur die Prozessionsstraße von Athen nach Eleusis erneuern, sondern nahm selbst an den Mysterien teil. Sein Nachfolger, Antoninus Pius, finanzierte den Wiederaufbau des Telesterions nach einem Brand. Der vielleicht berühmteste kaiserliche Eingeweihte war jedoch der Stoiker und Philosoph auf dem Thron, Marcus Aurelius. Für einen Mann, der täglich mit den Bürden des Reiches und der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert war, muss die eleusinische Verheißung einer geordneten und hoffnungsvollen Existenz nach dem Tod von unschätzbarem Trost gewesen sein. Die Teilnahme dieser mächtigen Männer war nicht nur ein Akt persönlicher Frömmigkeit, sie war auch ein politisches Statement,
das die Kontinuität und den Wert der griechischen Kultur innerhalb des Römischen Reiches unterstrich. Dass Kaiser und Dichter, Philosophen und Feldherren neben einfachen Bürgern und Sklaven an denselben Riten teilnahmen, zeigt die universelle, alle sozialen Schranken überwindende Kraft der eleusinischen Hoffnung. Fast 2000 Jahre lang hatte das Feuer in Eleusis gebrannt. Eine spirituelle Konstante in einer sich wandelnden Welt. Doch jede Flamme, so ewig sie auch scheinen mag, muss sich irgendwann den Stürmen der Zeit beugen. Für Eleusis kam dieser Sturm im Jahr 396 nach Christus und er trug den Namen Alarich. Der Anführer der Westgoten zog plündernd und brennend durch Griechenland, eine Welle der Zerstörung, die das Römische Reich in seinen Grundfesten erschütterte. Doch Alarich kam nicht allein. An seiner Seite, so berichten es die Chronisten, marschierten arianisch-christliche Mönche in schwarzen Roben, deren Fanatismus noch verheerender war als die Schwerter der Goten. Für sie war Eleusis nicht einfach nur eine reiche Stadt, die es zu plündern galt. Es war ein Symbol, das letzte große Bollwerk des Heidentums, ein Hort des Aberglaubens, der im Licht des neuen Glaubens ausgelöscht werden musste. Der letzte legitime Hierophant, der aus der Familie der Eumolpiden stammte, hatte kurz zuvor das Ende der Mysterien prophezeit, als der Kaiser Theodosius per Dekret alle heidnischen Kulte verbot. Sein Nachfolger war ein Priester aus Thespiae, ein Mann, der nicht mehr die heilige Blutsverbindung zu den Gründern besaß. Es war, als hätte das Heiligtum selbst seinen spirituellen Anker verloren, kurz bevor der physische Angriff erfolgte. Die Goten fielen über den unverteidigten Ort her. Tempel wurden geschändet, Statuen zerschmettert, heilige Haine niedergebrannt. Das Telesterion, jener Ort, an dem unzählige Generationen die höchste Vision erfahren hatten, wurde zur Ruine. Die Mönche, so wird berichtet, sorgten dafür, dass kein Stein auf dem anderen blieb, der an die alten Götter erinnerte. Es war nicht nur ein militärischer Sieg, es war ein Exorzismus. Die Zerstörung von Eleusis war mehr als das Ende eines Kultes. Es war der symbolische Tod einer ganzen Weltanschauung. Die Hoffnung auf ein seliges Leben nach dem Tod, die einst im Flüstern der Mysten weitergegeben wurde, wich nun der Theologie des Kreuzes. Das Geheimnis, das 2 Jahrtausende lang so sorgfältig gehütet worden war, löste sich nicht auf, indem es verraten wurde. Es wurde zum Schweigen gebracht, begraben unter dem Schutt einer neuen, intoleranteren Zeit. Die Dämmerung senkte sich über Eleusis, und diesmal sollte die Sonne nicht wieder aufgehen. Nachdem der Lärm der Zerstörung verhallt war, legte sich der Staub der Jahrhunderte über Eleusis. Die Ruinen schliefen und mit ihnen ihr Geheimnis. Erst im 19. Jahrhundert, mit dem Erwachen des modernen archäologischen Interesses, wurde der heilige Bezirk wieder ans Licht geholt. Was die Ausgräber fanden, war ein faszinierendes, aber auch frustrierendes Puzzle. Die stummen Steine von Eleusis erzählen eine Geschichte von immenser Bedeutung und Langlebigkeit, aber sie flüstern nicht das letzte Geheimnis. Das Herzstück der archäologischen Stätte ist zweifellos das Fundament des Telesterions. Man kann die gewaltigen Ausmaße des letzten Baus aus römischer Zeit noch heute erkennen, die Basis der Säulen, die einst das Dach trugen, die Stufen, auf denen die Mysten saßen. Die schiere Größe des Raumes lässt erahnen, wie überwältigend die Erfahrung für die Tausenden von Eingeweihten gewesen sein muss, die hier im Dunkeln auf die Offenbarung warteten. Die Archäologen konnten verschiedene Bauphasen identifizieren, die bis in die mykenische Zeit zurückreichen. Unter dem römischen Prachtbau
liegen die Fundamente kleinerer, älterer Hallen. Ein Beweis für die ununterbrochene Heiligkeit dieses Ortes über eine unvorstellbar lange Zeit. Direkt neben dem Telesterion befindet sich das Plutonion, eine Höhle, die als Eingang zur Unterwelt galt. Hier wurde der Mythos von Persephones Raub und Rückkehr verortet. Man kann die Ehrfurcht der antiken Pilger fast spüren, wenn man vor diesem dunklen Spalt in der Erde steht. Die großen Propyläen, der monumentale Eingang, der von römischen Kaisern wie Antoninus Pius gestiftet wurde, zeugen vom imperialen Status, den der Kult genoss. Doch trotz all dieser steinernen Zeugen bleibt das Zentrum leer. Wir haben die Bühne, aber das Stück ist verloren. Die Archäologie zeigt uns den Rahmen, die materielle Hülle des Kultes. Sie zeigt uns die Prozessionsstraße, die Opfergruben, die Inschriften, die von Priestern und Wohltätern künden. Sie kann uns aber nicht sagen, was im Inneren des Telesterions geschah. Sie kann uns nicht die Worte des Hierophanten wiedergeben, nicht die Bilder der Visionen malen oder das Gefühl der Transformation beschreiben. Die Ruinen sind ein monumentales Fragezeichen aus Marmor, ein Beweis für die Existenz eines der tiefsten Geheimnisse der Menschheit und gleichzeitig das ultimative Symbol für seine unwiederbringliche Verlorenheit. In unserer modernen Welt gibt es eine seltsame Faszination für verlorene Welten und alte Geheimnisse. Namen wie Atlantis oder Lemuria geistern durch die Populärkultur, oft begleitet von fantastischen Theorien über außerirdische, fortschrittliche Technologien oder globale Katastrophen. Diese Erzählungen sind verführerisch, aber sie sind letztlich Produkte der Fantasie, die auf keinerlei soliden Beweisen beruhen. Sie sind moderne Mythen. Und genau hier liegt der fundamentale Unterschied zu Eleusis. Das Geheimnis von Eleusis ist kein Mythos in diesem Sinne. Es ist ein historisches Faktum. Wir wissen, dass es existierte. Wir haben die schriftlichen Zeugnisse von Platon, Cicero und unzähligen anderen, die seine tiefgreifende Wirkung bezeugen. Wir haben die archäologischen Überreste eines riesigen Kultkomplexes, der fast 2000 Jahre lang in Betrieb war. Die Herausforderung von Eleusis liegt nicht darin, seine Existenz zu beweisen, sondern darin, unsere eigene Unwissenheit zu akzeptieren. Das ist eine Form von intellektueller Bescheidenheit, die in der lauten Welt der Pseudowissenschaft oft untergeht. Die Würde eines echten historischen Rätsels wie Eleusis besteht gerade darin, dass es sich einfachen Antworten verweigert. Es verlangt von uns, die Lücken im Wissen nicht mit Spekulationen zu füllen, sondern sie als solche anzuerkennen. Es lehrt uns, dass die Vergangenheit ein fremdes Land ist, dessen tiefste Überzeugungen uns für immer verschlossen bleiben können. Die Versuchung ist groß, die Visionen der Mysten mit psychoaktiven Substanzen, sensorischer Deprivation oder ausgeklügelter Bühnentechnik zu erklären. All das mag eine Rolle gespielt haben, aber es reduziert ein tiefes spirituelles Erlebnis auf einen rein mechanischen Prozess. Es ignoriert den kulturellen Kontext, den Glauben und die persönliche Vorbereitung, die jeder Initiant mitbrachte. Eleusis ist kein Code, den wir knacken müssen. Es ist ein verlorenes Gedicht, dessen Schönheit wir nur noch aus den Fragmenten erahnen können, die es umgeben. Es zu respektieren bedeutet, seine Stille zu respektieren und die Grenzen unseres Wissens anzuerkennen. Darin liegt eine tiefere Wahrheit als in jeder noch so ausgefallenen Atlantis-Theorie. Die Tempel von Eleusis mögen in Trümmern liegen, die Gesänge der Priester sind längst verklungen und das zentrale Geheimnis wurde mit den letzten Eingeweihten ins Grab genommen. Doch hat Eleusis wirklich aufgehört zu existieren?
Oder lebt sein tiefstes Anliegen, seine zentrale Botschaft, auf andere Weise weiter? Das Herzstück der Mysterien war der Zyklus von Tod und Wiedergeburt, symbolisiert durch das Korn. Die einzelne Ähre, die dem Mysten im Höhepunkt der Zeremonie gezeigt wurde, war mehr als nur eine Pflanze. Sie war ein Symbol für das Leben, das aus dem scheinbaren Tod hervorgeht, für das Licht, das aus der Dunkelheit der Erde emporsteigt. Diese fundamentale Hoffnung, dass das Ende nicht das Ende ist, dass der Tod nur ein Übergang ist ein menschliches Urbedürfnis. Eleusis gab diesem Bedürfnis für fast 2 Jahrtausende eine kraftvolle, transformative Form. Als der Kult unterging, verschwand diese Hoffnung nicht. Sie fand neue Ausdrucksformen. Frühe christliche Gemeinden in Griechenland sahen in der Geschichte von Persephone eine Vorahnung ihrer eigenen Auferstehungshoffnung. Die Symbolik des Weizenkorns, das sterben muss, um Frucht zu bringen, findet sich prominent im Johannesevangelium wieder. Dies ist kein direkter Diebstahl von Ideen, sondern vielmehr ein Beleg dafür, dass beide Systeme aus demselben tiefen Brunnen menschlicher Sehnsucht schöpften. Das Erbe von Eleusis ist also nicht in einer geheimen Lehre oder einer ununterbrochenen Traditionslinie zu finden. Es liegt im Fortbestehen der Frage, die der Kult zu beantworten versuchte: Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Und wie sollen wir leben im Angesicht dieser Ungewissheit? Die Antwort von Eleusis war einfach und tiefgründig: Lebe ohne Furcht vor dem Tod, und du wirst ein besseres Leben führen. Diese Botschaft, verpackt in den Mythos einer Göttin und die stille Offenbarung einer Getreideähre, ist das unsterbliche Korn, das Eleusis in den Acker der westlichen Zivilisation gesät hat. Es keimt immer wieder aufs Neue, in Philosophie, in Kunst und in der stillen Hoffnung jedes Einzelnen, der in einer klaren Nacht zum Sternenhimmel aufblickt und über die großen Mysterien von Leben und Tod nachdenkt.